Hallo zusammen! Es gibt neue Informationen rund um Garmin und Komoot. Besser gesagt, die Kooperation zwischen Garmin und Komoot wurde nochmal vertieft. Das geht sogar so weit, dass wenn du ein neues Edge-Gerät einrichtest, du gefragt wirst, ob du hier deine Routenplanung mit Komoot verbinden möchtest. Das heißt also, in der Standardeinrichtung taucht nun auch hier bei Garmin Komoot auf. Das ist an sich aber erstmal nichts Neues. Die Schnittstelle zwischen Garmin und Komoot gibt es schon eine ganze Weile. Man konnte hier die Konten verbinden und dann wurden hier geplante Strecken an Garmin übertragen, besser gesagt auf die Geräte, und wenn du eine Tour durchgeführt hast, wurden diese dann auch entsprechend hochgeladen. Das hat aber manchmal etwas gedauert, das heißt also, wenn du eine Tour geplant hast, musst du einen Moment warten, bis diese dann in Garmin Connect auftaucht. Da gibt es aber auch eine kleine Lösung bzw. Abhilfe, aber auch die existiert schon etwas länger. Ich möchte aber in diesem Video zeigen, was du dann hier machen kannst, damit du hier schneller navigieren kannst. Besser gesagt, es gibt für die Garmin Edge Geräte nämlich das sogenannte Live-Sync, das heißt also, du kannst instant hier die Routen auf dein Gerät übertragen. Voraussetzung dafür ist aber, dass du einmal in Garmin Connect bzw. Connect IQ hier die sogenannte Komoot App herunterlädst. Dafür gehst du einfach hier auf die Startseite. Du wählst dann hier unten dein Gerät aus, was du hier nutzen möchtest. In dem Fall haben wir jetzt den Edge 850. Wenn du noch mehrere Geräte hast, gehst du einfach oben auf die 3 Punkte, da kannst du auf Gerät wählen gehen und dann kannst du hier zum Beispiel jetzt auf den Edge 1050 wechseln. Und dann gehst du einfach hier auf Suchen, gibst dann hier oben Komoot ein, wenn es nicht angeboten wird. Und dann siehst du auch schon die App. Diese installierst du dann einfach auf dein Gerät. Und sobald das erfolgt ist, taucht die App dann auch hier auf dem Gerät auf. Wir haben jetzt hier einmal zum Beispiel Garmin Edge 1050. Sehen wir, unten ist auch schon die Komoot App. Und beim 850er habe ich es ebenfalls, ist dann auch die Komoot App dabei. Und sobald du die Komoot App installiert hast, erscheint dann nochmal ein QR-Code, damit du hier das Konto mit der App verbinden kannst. Dafür startest du einfach die Komoot App und dann taucht dann der QR-Code auf. Das wählst du dann aus mit dem Handy und dann verbindest du die Konten. Das ist dann ohne Probleme möglich. Nun gibt es dann 2 Optionen, wie du dich navigieren lassen kannst. Einmal kannst du dich dafür entscheiden, mit den Garmin-Karten sich navigieren zu lassen oder mit den Komoot-Karten. Es kommt darauf an, was dir dann hier lieber ist. Das musst du aber hier in der Komoot App einstellen. Besser gesagt, du hast auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte es jedes Mal auswählen. Das ist natürlich auch möglich. Aber wie wählen wir das aus? Ganz einfach, wir gehen jetzt hier in die Komoot App hinein, dann sind wir auch schon direkt in Übersicht und wenn wir einmal runter tippen, dann kommen wir auch schon in die Einstellung. Das wählen wir aus und dann gibt es hier den sogenannten Navigationsmodus. Auch da gehen wir jetzt rein und hier gibt es nämlich 2 Möglichkeiten oder beziehungsweise 3 Möglichkeiten, die ihr einstellen könnt. Ihr könnt sagen, einmal immer fragen, dann werdet ihr gefragt, ob ihr mit Komoot-Karten oder Garmin-Karten navigieren möchtet oder mit Komoot-Karten. Das wählen wir zum Beispiel beim Edge 1050 aus, sehen wir jetzt hier jetzt Komoot ausgewählt und beim 850er machen wir jetzt einfach mal Garmin-Karten, damit wir gleich sehen, wie das dann hier funktioniert. Wie ihr auch seht, gibt es dann hier weitere Einstellungen. Ihr könnt dann auch zum Beispiel abbiegenweise einstellen, beziehungsweise ob ihr dann auch hier Live-Track nutzen möchtet. Das ist dann alles hier auch in der Komoot-App dann auf jeden Fall möglich. Es gibt dann auch die sportspezifischen Karten, das heißt also, wenn du zum Beispiel jetzt hier mit der Komoot-App navigierst, bekommst du dann auch nochmal weitere Sachen angezeigt, die ihr auch von der Komoot-Oberfläche kennen. Das wird dann ebenfalls hier mit unterstützt. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal zurück in das Obermenü und schauen uns das mal ganz kurz an. Ihr habt nämlich in der Komoot-App dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel eure Kollektion anzuschauen oder ihr könnt auch sagen, okay, ich möchte meine gespeicherte Tour haben. Die bekommt ihr auch alle angezeigt. Großer Vorteil der Komoot App ist eindeutig auch, wenn wir zum Beispiel hier in eine Tour hineingehen. Ihr könnt es einmal offline speichern, das wählt ihr dann einfach hier aus. Dann wird es dann auch offline gespeichert. Und ihr habt auch die Option, wenn wir jetzt hier eins runterscrollen, da bekommt ihr dann einmal hier die Höhenübersicht angezeigt, Fitnesslevel, als dann auch natürlich hier die Zeit. Und wenn wir ganz runterscrollen, bekommen wir nämlich dann auch hier die Wegbeschaffenheiten angezeigt. Das ist ebenfalls mit dabei. Und das ist dann auch egal, ob ihr da auf dem Edge 850 oder 1050 seid. Das ist bei allen Geräten dann identisch. Wenn wir es hier einfach mal schauen, sehen wir auch, da sieht es dann hier genauso aus, nur etwas kleiner. Und da habt ihr es auch mit im Überblick. Jetzt kommen wir aber zu aus meiner Sicht einer der interessantesten Funktionen, und zwar die sogenannte Live-Sync-Funktion. Wenn ihr zum Beispiel eine Tour sucht, könnt ihr einfach mal sagen, wir möchten auf Touren gehen, wählen jetzt einfach mal eine Tour in der Umgebung aus, gehen wir hier drauf, dann haben wir die jetzt hier ausgewählt, sagen, okay, wir möchten jetzt hier nach Oberfeld navigieren. Dann habt ihr die Möglichkeit, nämlich diese Tour zu speichern für euch. Sagen wir, ja, möchten wir speichern. Und sobald ihr diese gespeichert habt, könnt ihr diese nämlich dann auch direkt auf euer Garmin-Gerät synchronisieren. Wir haben jetzt rechts einen Button, da können wir drauf drücken. Das sehen wir jetzt hier, ich habe zum Beispiel Garmin schon ausgewählt. Wenn das nicht der Fall ist, bekommt ihr die Auswahl auch direkt angezeigt. Und so sehen wir jetzt hier Navigieren mit Garmin. Wir können jetzt einfach mal ganz kurz nochmal auf Handy gehen. Dann sieht es hier ganz normal so aus.
Wir gehen jetzt aber nochmal auf Garmin drauf. Und wenn wir jetzt hier auf Navigieren mit Garmin drauf gehen, werden wir hier gleich sehen, dass die Route direkt hier mit den Garmin-Geräten synchronisiert werden. Wir sehen ja auch hier schon, Komoot starten wird hier ausgewählt. Dann gehen wir einfach hier auf Bestätigen. Und dann sehen wir auch schon hier, die Tour wurde empfangen. Jetzt gehen wir hier auf Öffnen jeweils. Und ich bin momentan im Keller, deswegen habe ich jetzt hier kein GPS. Jetzt gehen wir hier auf Start. Und dann sehen wir hier auf dem Edge 1050 wird das Ganze schon hier in der Komoot-App gestartet. Ich bin momentan im Keller, deswegen habe ich jetzt hier kein GPS-Signal. Sind auch hier, wir können auch schon Standort teilen, wenn wir wollen. Bestätigen das Ganze. Und auf dem Edge 850, wo wir gesagt haben, wir möchten mit Garmin navigieren, bekommen wir nämlich jetzt hier auch das Profil angezeigt, was wir nutzen möchten. Und hier landen wir jetzt ganz normal klassisch in der Oberfläche, wie wir das auch schon kennen von Garmin. Und so könnt ihr dann auch hier eure Route starten bzw. navigieren lassen. Das heißt also, euch steht es dann hier komplett offen. Du hast natürlich auf dem Edge 1050 dann in der Komoot-App auch die Möglichkeit, hier durch die verschiedenen Datenfelder zu scrollen. Diese sind auch einstellbar, das sieht man hier mit dem Stift zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall auch möglich. Und du bekommst natürlich die Abbiegenweise und Live-Track ist ebenfalls mit dabei. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, während der Aktivität die Route anzupassen bzw. zu korrigieren und das an euer Garmin Edge-Gerät zu senden. Dafür gehen wir jetzt einfach hier auf Tour bearbeiten. Sehen wir hier die Tour, die wir jetzt ausgewählt haben. Dann machen wir einfach hier noch eine kleine Ergänzung, führen das noch hinzu, sagen hier Tour hinzufügen und dann wird die Tour auch schon ein bisschen umgebaut. Und dann machen wir das noch dazu. Und so können wir zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt hier auf Navigieren gehen, dann sehen wir auch hier wieder, die Tour wurde dann bearbeitet. Und dann sagen wir jetzt hier Navigieren mit Garmin, dann wird das hier übertragen. Und dann bekommen wir jetzt auch gleich hier schon das Zeichen, dass die Strecke hier übertragen wurde. Und dann sehen wir auch schon hier, dass die Navigation bzw. die Route aktualisiert wird. Dann könnt ihr das bestätigen und dann habt ihr die neue Route auch schon direkt hier auf der Komoot-App. Was ich leider nicht hatte, war jetzt die Aktualisierung, wenn die Garmin-Karten ausgewählt sind. Das hatte ich jetzt nur so hier in der Komoot-App. Oder du hast auch die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel schon unterwegs bist, einen Teil aufgezeichnet hast und möchtest komplett die Route ändern. Das ist natürlich auch möglich. Und dafür gehe ich jetzt einfach in einer meiner gespeicherten Routen und wähle diese hier aus. Wir nehmen zum Beispiel den Edge 850 Radfahrt, sagen jetzt hier Navigieren mit Garmin. Und dann sehen wir auch hier schon die Routenaktualisierung, bestätigen das Ganze. Und dann sehen wir jetzt auch hier, ist gerade die Route aufgeploppt, wo ich jetzt gerade bin. Das heißt also, wir haben die neue Tour dann auch hier auf der Strecke. Und wie gesagt, wenn ihr die Garmin-Karten direkt auswählt, bekommt ihr die Aktualisierung leider nicht. Das geht dann nur auf der Komoot-App selbst. Nichtsdestotrotz, auch wenn du nur mit Garmin-Karten navigieren möchtest, funktioniert die Synchronisation auf jeden Fall schneller als noch in der Vergangenheit mit der Schnittstelle. Da muss man halt oft warten, bis die Strecken dann aufgetaucht sind. Du hast dann auch direkt hier auf dem Gerät und kannst dann auch schon loslegen. Du kannst mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob du hier Komoot verwendest. Besser gesagt, ob du auch die Komoot-App während der Navigation verwendest. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wie gesagt, ich freue mich da auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Garmin und Edge wissen möchtest, ich habe auch mal den Edge 850 ausgepackt bzw. mal vorgestellt. Das verlinke ich dir unten mal. Da kommt auch bald mein Testvideo dazu während der Praxis. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist rund um meinen Kanal. Dann siehst du, was hier sonst noch alles so stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.